Jo, schönen guten Morgen und herzlich willkommen. Svenny sitzt da drin. Wir wollen heute Sonnenblumen dreschen. Wir haben gestern schon Sonnenblumen gedroschen. Gestern habe ich aber nicht für euch gevloggt. Wir hatten nämlich gestern die Aufnahmen für Klaas gemacht, oder beziehungsweise Klaas hat die Aufnahmen für sich gemacht. Und zwar, ja, werdet ihr gleich sehen, welcher Drescher hier läuft. Und da hatten die halt ihr eigenes Filmteam dabei und haben Aufnahmen selber gemacht. Was denn? Hä? Wann fängt er an? Gleich. Wir wollen noch kurz Aufnahmen machen und dann geht los. Genau. Und ja, Werbeaufnahmen für die Broschüren und für die Videos. Und dann können wir loslegen. Gestern noch die ersten Hektar gedroschen. Aber dazu kommen wir später. Erstmal wollten wir euch jetzt kurz vorstellen, wie das Sonnenblumenschneidwerk funktioniert und was daran angepasst wurde. Vielleicht stellen wir euch das auch hinterher vor. Wir gucken mal. So, wir sind jetzt hier 1-2 Bahnen gefahren und ich habe jetzt den guten Moritz von Klaas hier. Hi. Und der wird euch ein bisschen kurz erzählen, oder wir werden euch kurz erzählen, was ist eigentlich beim Sonnenblumendreschen zu beachten und was kann das Sunspeed anders gegenüber einem ganz normalen Getreideschneidwerk. Genau so machen wir das. Vielleicht hast du es deinen Zuschauern auch schon mal erklärt, beim Sonnenblumendreschen ist es ja wichtig, dass wir wirklich nur die Köpfe ernten und nur die Köpfe in die Maschine kommen. Das hat mehrere Gründe. Ein Grund ist der Mähdrescher, dass er das Material, weniger Material in die Maschine bekommt, besser verarbeiten kann, gerade auf der Reinigung. Aber wenn wir auch gerade hier im Bestand sehen bei dir, die Halme sind noch sehr, sehr grün, und würden wir jetzt viel von diesen Halmanteil in die Maschine bekommen, feuchten die Körner auch regelrecht im Mähdrescher nach. Das wollen wir ja nicht. Das Material soll ja trocken bleiben, und dementsprechend versuchen wir schon vorne am Schneidwerk wirklich nur die Köpfe in den Mähdrescher zu bekommen. Und am besten klappt das mit einem speziellen Sonnenblumenschneidwerk, genauso wie wir es hier mitgebracht haben. Wir nennen das Ganze Sunspeed. Und dieses Schneidwerk sorgt eben von Anfang an dafür, dass wirklich nur die Köpfe bestmöglich in die Maschine kommen. Das Ganze passiert mit langen Schiffchen, 1,80 Meter langen Schiffchen, so nennt man die weißen Bleche hier vorne. Die haben einen Reihenabstand von 75 cm, beziehungsweise sind dann nochmal in der Mitte geteilt. Also alle 37,5 cm können die Pflanzen in die Maschine kommen. Und das sorgt dafür, dass dann dementsprechend ich auch sehr reihenunabhängig unterwegs sein kann, auch mal quer zur Spur fahren kann, weil die schon sehr, sehr eng zueinander stehen. Über diese Schiffchen werden dann die Köpfe Richtung Messerbalken geleitet, und da passiert dann eigentlich das Besondere. Wir wollten ja, wie gesagt, nur den Kopf ernten, und das passiert bestmöglich, wenn man den Halm lange nach unten drückt. Und dafür seht ihr hier unten... Sie haben ansonsten, da haben wir noch einen Halm drin. Genau, hier sieht man noch einen Halm. Da sieht man, das kann man das gut nachstellen. Also der Halm kommt mit Kopf von hier an, hängt vielleicht noch ein bisschen weiter oben raus mit Kopf, und dann kommt die Walze hier unten zum Einsatz, und diese Walze dreht sich in Fahrtrichtung, kann man auch in der Geschwindigkeit einstellen, und diese Walze drückt den Halm aktiv nach unten, solange es geht. So lange, dass auch wirklich nur bis kurz vor Ende, bis das Messer kommt, wirklich nur der Kopf geschnitten wird und der Halm unten auf dem Acker bleibt. Und damit ist sichergestellt, mit dieser speziellen Walze, Halm nach unten gedrückt und wirklich nur der Kopf abgeschnitten, der Kopf in die Maschine gelangt. Das ist eigentlich der Clou. Und ihr seht, wir schneiden auch nur da, wo die Pflanzen in die Maschine kommen. Da sind Messerklingen, da geht das Ganze dann ab. Also die Walze ist somit die wesentliche Besonderheit hier an der Stelle. Das ist auch der Unterschied zu einem reinen Getreideschneidwerk an der Stelle. Es hat auch einen Messerbalken, aber eben diese Walze nicht. Genau, dann haben wir hier noch einmal so ein bisschen was Spezielles. Das ist da oben eine Art Haspel, oder es ist eine Haspel? Es ist eine Haspel, genau. Die ist deutlich kleiner im Durchmesser als eine normale Getreidehaspel und hat auch eben nicht so spitze Finger. Die Sonnenblumenköpfe sind oft sehr, sehr empfindlich gegen Aufplatzen, und wenn ich da mit einer spitzen Haspel hinten reinsteche, würden die schnell aufplatzen. Dementsprechend hat die Haspel hier sehr, sehr stumpfe Zinken und sorgt nur für eine Förderung direkt über dem Spalt und zieht dann aktiv den Kopf Richtung Messerbalken von oben herab und fördert das Material Richtung Einzugschnecke. Auch die kann ich in der Höhe einstellen, wie beim Getreideschneidwerk. Ich kann sie in der Geschwindigkeit einstellen, wie beim Getreideschneidwerk, aber sie ist nicht so aggressiv, sie ist kleiner und sie hängt direkt über dem Messerbalken hier auf.
Das ist eigentlich so der wesentliche Clou an der Geschichte. Es ist eine sehr, sehr einfache Technik. Es ist relativ leicht, der ganze Vorsatz im Verhältnis für die Arbeitsbreite. Es ist keine riesen aufwendige Technik dran. Und es ist wirklich sichergestellt, dass ich sehr, sehr verlustarm meine Sonnenblumen ernten kann. Wenig Köpfe bleiben auf dem Acker, wenig Kolben, wenig Köpfe springen auf. Und das ist der ganze Charme dabei. Geht mit dem Getreideschneidwerk ähnlich. Aber ich gehe beim Getreideschneidwerk schon den einen oder anderen Kompromiss ein. Und mit so einem Sunspeed, mit so einem Sonnenblumenvorsatz gibt es eigentlich keine Kompromisse. Die Verluste sind wirklich auf einem sehr, sehr niedrigen Niveau. Genau. Und man muss auch sich so mal ein bisschen vorstellen, wir haben ja letztes Jahr das mit dem Getreideschneidwerk gemacht. Ihr erinnert euch, ihr kennt das Video. Das war ja im Prinzip der größte Kompromiss. Und ja, ich denke mal, der Verlust war ungefähr 1 Tonne auf dem Hektar. Und wir haben aktuell sehr, sehr hohe Preise. Und ich denke, ab 10, 20 Hektar würde sich schon ein kleines Sunspeed rentieren. Natürlich, wenn du dein Schneidwerk gegenüber Schiffchen umbaust, sicherlich, dann kriegst du da am besten Kompromiss hin. Aber das ist mit Abstand das Verlustärmste. Also Absolut. Man sieht hier kaum noch Köpfe, wir gucken uns das gleich nochmal an. Kannst du noch was zum Trion sagen, was da jetzt anders gemacht wird? Ja, also da wird ein anderer Korb, glaube ich, verwendet, ne? Genau. Den Trion habt ihr ja schon mal bei Hannes gesehen, in Wittstock im Rundgang mit der Franzi. Prinzipiell sind wir mit der Getreidekonfiguration unterwegs. Das Einzige, was wir getan haben, wir haben die Möglichkeit, hier an der Stelle das Hauptkorbsegment zu wechseln. Und das haben wir im Unterschied zur Getreidekonfiguration getauscht. Das heißt, im Getreide fahren wir einen relativ engen Drahtabstand im Hauptkorb. Hier die Sonnenblume geht sehr, sehr gut aus den Köpfen raus, hat auch größere Körner. Dementsprechend nutzen wir hier ein sogenanntes 18 mm Korbsegment mit größerem Drahtabstand. Und das ist hier wirklich bei einer TerraTrak-Maschine in einer Viertelstunde gewechselt. Ansonsten fahren wir den Trion mit Getreide 7, Obersieb, Untersieb, ganz klassisch, damit wir die Sauberkeit sehr gut hinbekommen. Aber der Häcksler kann so bleiben, wie er ist. Dieser Trion hier Besonderheit hat einen Einzugskanal, wo ich den Schnittwinkel auch noch mal ein bisschen verstellen kann. Haben wir hier auch schon gemacht, sodass ich den Vorsatz noch mal ein bisschen flacher oder steiler stellen kann, je nach Bedingungen, wie ich unterwegs bin. Aber ansonsten ist das der Vorteil in der Sonnenblume. Ich muss am Mähdrescher groß nichts ändern. Ja. Genau, was gestern noch der Fahrer meinte, ihr habt noch eine Mais- und Sonnenblumenausstattung, dass der Unterboden verstärkt ist? Ist jetzt in dem Fall hier nicht so. Also der Unterboden ist bei uns schon serienmäßig sehr, sehr gut geschlossen. Okay. Ich sag mal, für den Hardcore-Sonnenblumeneinsatz, wenn da wirklich hohe Hektarzahlen dahinter stehen, bieten wir ex-Werk einen kompletten Unterbodenschutz, einen stabilen an, von vorne bis hinten. Weil man merkt, diese langen Stängel beim Rückwärtsfahren, Vorwärtsfahren, die schieben sich überall zwischen. Und wenn da eine Hydraulikleitung oder ein Kabel im Weg sitzt, kann das auch mal dazu einen Schaden führen. Haben wir jetzt hier nicht, aber wir haben es ein bisschen beobachtet. Das sieht aktuell ganz gut aus. Aber wenn man da wirklich viel Hektar mitmacht, gibt es noch einen extra Unterfahrschutz. Ja. Gut, dann würde ich erstmal sagen, danke. Dann haben wir uns den Mähdrescher einmal angeguckt. Wir gucken uns gleich nochmal das auf dem Feld an. Wie sieht es aus? Wie sehen die abgeschnittenen Körper aus? Und dann fahren wir natürlich noch eine Runde und gucken, wie es so von innen aussieht. Bis gleich. You're the antidote. Losing sleep, I am in too deep. No matter where I hide, you got me sleep deprived. Again.
'cause you're the antidote. Losing sleep, I am in too deep. No matter where I hide, you got me sleep deprived. So Leute, Kann losgehen. fahren wir eine Runde Trion, ne? Zum ersten Mal in meinem Leben. Also ich bin noch nicht vorher gefahren. Du, fährt sich wie ein Mähdrescher, hoffe ich. Nein, geht wirklich ganz gut. Also wir haben ja Platz haben wir im Vorgewende, Leute. Moritz ist ein bisschen quer gefahren. Ja, das sollte reichen. Aber wir können ja mal Häcksler-Aggregat ist es ja nicht, ne? Dreschwerk. Dreschwerk heißt es ja hier, ne? Ja, du bist nur Häcksler-Aggregat gewöhnt. Ja. Ist aber auch einmal durch oder zweimal durchklicken? Zweimal. Ist aber auch total komisch, wenn du nur Häcksler fährst und dann bist du wieder im Mähdrescher und dir fehlt halt dieses gewaltige Feedback, was du im Häcksler hast, Ja, weißt du? ja, absolut. Und das ist so irgendwie so, ja, weiß nicht, das ist so actionarm, wie will man das bezeichnen? Also Mähdrescher fahren ist ja, Häcksler fahren ist ja richtig, ne? Da ist durch den Motor und die Drückung, da ist schon mehr Musik hinter. Ne? Kann Drescher fahren aber auch sein, ne? Wenn der richtig eingestellt ist und du in die Drückung schiebst. kann Ja, das schon natürlich, ähnlich sein. ne? Aber hier wird es ja nicht passieren. Nee, hier wird es nicht passieren. So, Jetzt rasten wir ihn vielleicht gleich noch mal ein. Obwohl die Seite ging eigentlich immer besser. Er hat einen kleinen Versatz drin. ja. Jetzt habe ich die oben auf die Aushubhöhen gespeichert. Nee, nach oben. Nochmal. Damit die unterste Höhe müssen wir haben, nochmal drauf. Ach, ich habe die Stütze noch unten drin. Habe ich sicherheitshalber eben nochmal oben. Ah, ist klar, warte mal. Geht nochmal ganz aus. Ja, ich habe eben sicherheitshalber die Stütze. Der gute Moritz hat nämlich gerade Aufnahmen für YouTube und Instagram mit der Kollegin aus dem Social Media Bereich gemacht. Ja. Achso, du hast gesagt. Den Bereich hast du gesagt, Genau. Musste händisch aber dann noch mal gucken, manche Stellen. So, jetzt wieder Vollgas. Hast du, glaube ich, das Gas zurückgenommen? Ja. ne? Fahrt ihr mit Tempomat oder ohne? Ja, Tempomat. Jetzt mal auf 6,6 km/h fahren wir. Aber der Sturmschaden hat schon ganz schön teilweise gemacht, sehr, ne? sehr reingehauen, ja. Ja, das tut natürlich ein bisschen weh, ne? Das ist ja hier die neue Kabine, ne? Ja, genau. Musst du sagen, auf dem Anhieb hatte ich so gedacht, na, ist gar nicht größer als der Jaguar. Aber wenn man jetzt auf der Fahrerposition sitzt, ist es, also gerade dieser Bereich fällt auf. Ja. Ihr habt die Scheiben massiv höher gezogen. Das ist so der Punkt, wenn ich welchem Jaguar sitze. Oh. Also man sieht auf jeden Fall, im Jaguar musst du immer ein bisschen so gucken, damit du den Turm siehst, bevor der Strahl kommt, weißt du? Der Sicherungskasten hier ist weg. Du hast hier genau. noch eine Sicherung drin für die ganzen Lichter. Ja. Und die sind jetzt teilweise nach rechts oben gewandert, so ein Ja. paar, oder eben viel nach unten in den Kasten. Ja. Und der Platz ist hier weg. Genau, ihr habt hier auch ein bisschen aufgeräumt. Ihr habt den Straßentaster, habt ihr immer noch mit Korntang aus ein, ne? Das Genau, ist schon genau. so geblieben. Der ganze Element, den kennt ihr, Leute. Der sieht aus wie bei mir im Jaguar. Ist auch auf Garantie dieselbe Konsole, nur ein bisschen andere Tastenbelegung drauf. Richtig. Ja, aber ansonsten, das Terminal ist auch bekannt. Das kennt ihr auch bei mir aus dem Jaguar. Was jetzt neu ist, ist euer GPS-Terminal. Also man weiß, ihr musstet da ein bisschen nachziehen. Die alten waren ein bisschen langsam, ein bisschen verschlafen, Genau. konnten noch nicht so viel, ne? Ja.
Hier sind wir jetzt auch noch in der Vorserie dieses Jahr, aber ab nächstem Jahr sind wir da vollumfänglich verfügbar. Und ihr seht schon dieselbe Hardware wie unten, selbe Größe wie das Cebis, selbe Auflösung. Und auch von der Bedienphilosophie dem Cebis sehr, sehr angenähert, dass man sich da schnell zurechtfindet. Ich glaube, ich würde hier aber einmal in der Mitte durchschneiden. Kannst du Oder so. Oh, hier ist aber auch krasser Schaden, oder? Ja, obwohl der stand. Ach, das stand? Das stand, das Weißt du, ich glaube, oder täuscht das? Ich weiß es nicht genau. Also von dem werde ich euch gleich nochmal Aufnahmen zeigen. Das sieht jetzt auch ein bisschen deutlich anders aus, sehr, sehr modern jetzt gehalten. Vielleicht stellst du dich sonst noch mal kurz vor. Ich glaube, das haben wir in dem Video gar nicht gemacht, weil die Leute denken immer, du kriegst jemanden zum Mähdrescher dazu und der ist den ganzen Jahr mit dem Trion unterwegs. Ja. Nein, ganz so ist es nicht. Ja, ich bin der Moritz. Ich mache in Deutschland das Produktmanagement für den Mähdrescher. Betreue die Länder Deutschland, wie gesagt, Holland, Belgien und Schweiz. Und bin so ein bisschen das Bindeglied eigentlich zwischen unserem Werk in Hasewinkel und dem Markt draußen. Dir, den Kunden, aber auch unseren Verkäufern, unseren Händlern draußen. Ja, und beschäftige mich das ganze Jahr über tatsächlich mit Mähdreschern, auch wenn die Ernte gar nicht so lange geht. Heißt, wenn wir neue Produkte einführen, wie jetzt in diesem Fall mit dem Trion, dann begleite ich die Markteinführung, plane Vorführungen mit. Ich bin aber auch verantwortlich, Preislisten mit zu erstellen, Modellpläne zu machen, wie viele Maschinen verkaufen wir von welchem Typ. Und wie gesagt, auch eben hier, wir sind ja da zum Foto-Video machen. Wir wollen dir die Maschine einmal zeigen. Das sind so die Tätigkeiten, die ich begleite, also wirklich viel draußen mit unterwegs bei Kunden. Um aber auch für mich Erfahrungen zu sammeln, muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich ziehe auch ganz, ganz viel Wissen und Erfahrung von den Kunden. Ist auch immer wichtig und kippe dann dementsprechend die Wünsche und Sorgen und Anregungen, die die Kunden draußen haben, natürlich wieder bei uns im Werk ein. Und gerade die Sonnenblume interessiert mich, weil ich das merke das ganze Jahr über anhand der Telefonate und Nachfragen. Sonnenblumen wird mehr in Deutschland. Es werden mehr Sonnenblumen angebaut, es werden mehr Sonnenblumen gedroschen und dementsprechend bilde ich mich teilweise auch eben ein bisschen weiter und gucke, wie stellt man die Maschinen ein, wie kann man damit arbeiten, wie sind Erträge. Ne? Ist ja auch interessant für uns, dass man dann über die restlichen Monate mit den anderen Kunden auch wirklich fundierte Kenntnisse hat, ne, wenn man mit denen über Sonnenblumen zum Beispiel spricht. Genau, mit eigene Videoaufnahmen heißt in dem Falle nicht für mich Videoaufnahmen zu machen, sondern tatsächlich seid ihr mit einem eigenen Filmteam und einem eigenen Kameramann eingereist und macht Aufnahmen für die Broschüren und für eure Werbevideos, ne? Richtig. Wir für Prospekte, für Präsentationen, für Anzeigen in den Magazinen braucht man immer viel Bildmaterial. Und wir möchten eben auch über die Bilder nicht nur im Weizen oder im Raps, was irgendwie jeder kennt, haben, sondern wir wollen auch ganz explizit die Maschinen in Sonderkulturen zeigen. Und dementsprechend sind wir hier, um eben Foto-, Videoaufnahmen, Drohnenaufnahmen, Bilder von dem Trion und dem Sunspeed in der Sonnenblume zu machen. Ja, das ist so der Hauptgrund, warum wir eigentlich hier sind. Weil, wie gesagt, Sonnenblume ist noch spezial, gar nicht so weit verbreitet, einen Betrieb zu finden, der schöne große Flächen hat, die Möglichkeiten bietet, findet man nicht an jeder Ecke. Und deshalb sind wir froh, hier zu sein. Ja. Ja, hat sich wirklich ganz gut ergeben und hat ganz gut gepasst. War wirklich tatsächlich ein Zufall, Leute. Also das war gar nicht so massiv seit Anfang an geplant, aber es hat sich im Laufe des Jahres so ergeben. So, jetzt sind wir gleich voll, dann können wir nochmal abbunkern. Da vorne kommt mein kleiner Mann, der will nämlich auch eine Runde mitfahren. Der muss mit. Der muss unbedingt, der war gestern schon traurig, dass er nicht mitfahren konnte. Ja, nee, der soll jetzt auf jeden Fall mitfahren. Und das ist euer Kunde der Zukunft. Absolut, um die müssen wir uns kümmern. Ja, ansonsten sage ich erstmal danke hier aus der Kabine, danke an dich. Ja, sehr gerne. Und dann, wir bedanken uns, dass wir hier sein durften. Kein Problem. Haben ja beide Seiten was davon. Also für mich ist das ja unfassbar interessant, mal sowas hinter den Kulissen zu sehen, obwohl ich inzwischen weiß, wie Videos entstehen und wie viel Arbeit dahinter ist. Und auch mal so eine Maschine zu sehen. Ne? Trion, super interessant, absolut. Ja, wir gucken da auch total positiv in die Zukunft. Mit Trion haben wir auch riesig Spaß bei. Wir merken, dass die Maschine gut ankommt. Passt einfach in dem Leistungssegment super rein. Und
Von daher echt toll, Genau. dass das hier so Und was läuft. man noch so ein bisschen für die Allgemeinheit sagen muss, tatsächlich, Leute, ist der Lexon-Markt gar nicht der Hauptmarkt. Es sind nie die größten Maschinen, die der Hauptmarkt ist, sondern tatsächlich ist es die untere Klasse, die am meisten nachgefragt wird. Du hast mir, glaube ich, erzählt, in Osteuropa ist es 90% Tucano. Ja, Und man sieht in den Videos eigentlich nur die ganz großen Pötte fahren, also immer ein 8900er, 8700er. Tatsächlich sind die aber gar nicht marktentscheidend. richtig. Also wir werten das ja auch immer ganz gut aus. Man kann das auswerten, wie viel Mähdrescher in Deutschland in welchem Leistungsspektrum verkauft werden. Und wie du es richtig gesagt hast, in diesem mittleren Leistungssegment werden über die Hälfte aller Mähdrescher in Deutschland verkauft. Von uns, von allen Wettbewerbern. Und deshalb ist das ein super interessantes und wichtiges Segment, ja. Gut, dann vielen Dank. Sehr, sehr gerne. So, zurück vom Vlog. Ich habe gerade für euch einen Let's Drive aufgenommen. Wir sind jetzt im Dunkeln. Es ist jetzt hier kurz nach 7. Wir haben jetzt hier das vorletzte Stück angefangen von den schwarzen Sonnenblumen. Das sind 6 Hektar. An dem Biogas haben wir noch den 1 Hektar, den machen wir dann noch fix weg. Es ist begeisternd. Wir fahren hier fast die ganze Zeit über 4 Tonnen. Ich habe den Durchschnitt noch nicht ausgerechnet. Gestern die ersten beiden Stücken 4,2 Tonnen. Dann glaube ich, waren wir heute Nachmittag bei 3,7 Tonnen auf ein Stück. Und da hinten habe ich noch nicht ausgerechnet, kann ich euch nicht sagen. Der wird hier auch über 4 Tonnen liegen. Das ist natürlich absolut ein Traum. Bei aktuellen Preisen, die über dem vom Raps liegen, mit viel weniger Pflanzenschutzaufwand, ist das, also ich bin den ganzen Tag mega happy. Ich glaube, seit gestern Abend einmal mit einem Grinsen durch dem Gesicht. Weil das macht einen so stolz, wenn man sowas geschafft hat, im zweiten Jahr so einen guten Ertrag mit im Prinzip, ja, wir haben ja nur Striptill gemacht. Nur Striptill, Geraste unter, Sonnenblumen gelegt, Pflanzenschutz, also eine Herbizidbehandlung und dann sind sie nur gewachsen. Keine weitere Bodenbearbeitung, gar nichts. Und dieser Erfolg, also diese über 4 Tonnen auf dem Hektar, zeigt einfach, dass ich da bombenrichtig war mit dem Ganzen, mit dem Ertrag. Ach, das ist einfach nur, ich bin so happy, Leute. Ihr könnt euch das nicht vorstellen. Also das ist so, all das, was der Weizen so ein bisschen reingerissen hat, wo man so richtig geknickt hat, die haben die Sonnenblumen jetzt wirklich wieder aufgehoben. Na? Ich glaube, ich bin ein bisschen zu spitz reingefahren. Genau. Hier ist ja das neue C-Mist-Terminal drauf. Das Ganze sieht ja so aus. Also schon sehr modern und alles. Ja, über die Bedienung will ich noch gar nicht weiter eingehen, weil das Ding ist alles Vorserie. Das gibt es alles so noch nicht zu kaufen, beziehungsweise wenn, sind es alles Vorserie-Modelle, wenn es einer gekauft hat. Und das Ganze wird natürlich immer permanent geupdatet. Die Maschine an sich, der Trion an sich, macht für mich einen sehr ausgereiften Eindruck. Muss ich echt sagen, läuft ziemlich gut. Was ich so ein bisschen das Gefühl habe, dass der Fahrantrieb etwas träge ist, dass der irgendwie noch ein bisschen mehr Kraft braucht, dass der so ein bisschen schwerfällig ist. Ja, ich will das jetzt gar nicht so weiter verlängern. Die Kamera ist heiß geworden vom Let's Drive, aber vielen Dank erstmal fürs Zuschauen und alles Weitere gucken wir uns in den nächsten Folgen an, Leute. Danke euch, dass ihr erstmal wieder dabei seid. Bis demnächst oder bis zur nächsten Folge.